Hola, was geht, was geht, was geht? Neues Video und heute mit einem Banger, nämlich Project One beim Motherfucking DEFCON 2018, wie ihr es ja schon im Titel seht. Ja, habe mich natürlich jetzt ein bisschen schlau gemacht, weil ich mir schon gedacht habe, so, mit wem ist fucking Headhunters eigentlich, oder wer ist neben Headhunters bei Project One? Und das ist einfach fucking White Styles. Wie geil ist das denn? Also, das ist schon, alleine, wenn du die beiden Namen hörst, ist schon crazy, dass sie zusammen Project One gezündet haben. Mega geil. Deswegen bin ich umso gehypter, dass wir da jetzt reingehen. Ähm, ja, ihr wisst, es ist Sonntag, oder wann auch immer ihr das guckt. Nehmt euch was Geiles zu trinken, irgendwas Geiles zu essen. Das wird jetzt eine lange Reaction. Ja, das ganze Ding geht 52 Minuten fast. Ja, ihr wisst, ich laber viel. Auch wenn ich leicht müde bin, also lasst mich da ein bisschen außen vor. Hab noch nichts gegessen und. Aber ich wollte jetzt unbedingt die Reaction machen, weil ich es zeitlich sonst nicht hinbekomme. Ja, jetzt gehen wir aber rein. Project One 2018. Let's go. 2018 war mit der Krabbe, glaube ich, ne? Gut. Bin ich sehr gespannt. Wie gesagt, die Bühne kann man halten, was man davon will. Ja. Ich finde sie natürlich, sie ist ansehnlich, es ist was Krasses, aber es ist halt aber auch, ne, es gibt halt zu viele geilere. So, das muss man einfach sagen. In another time, in a distant land, generations after the beginning of dance music, there came into existence a dark age of tyranny. As each style adapted its own rules for survival, an evil despot brought to power a Congress to enforce his laws and obligations, and armed a deadly militia to destroy the producers who were trying to establish a more Schon sehr episch. Also, es ist schon ein verdammt epischer Anfang, finde ich. tolerant hard dance scene. Feuerspucker sehen schon mega geil aus, ne? Aber ich finde, 2018, wo eigentlich ja schon kameratechnisch eigentlich so alles gut ist, sag ich mal, oder ne, wo man schon viel hätte abgucken können, finde ich, merkt man noch so, ja gut, die Kameraführung ist nicht so on point, ne? Now, in a time of conflict and rebellion, two individuals unite Mega as geil. fearless survivors who are destined to become No Fotos. Hä? No Fotos? Keine Ahnung. Alles klar. Ja, wie gesagt, sehr, sehr geil, episches Intro. Macht schon mega Bock, gerade so, ne, wenn man jetzt so an meiner Stelle jetzt erst checkt oder weiß, dass Wild Styles und Headhunters einfach Project One sind. Macht das schon alles viel, viel krasser, finde ich. Project One.
This is our battle cry. Oh, das wird so eine geile Scheiße, ey. Holy shit. Maximum force. Maximum force. Da muss ich direkt sagen, ne, wenn ich den Anfang so höre, ne, und ich habe ja jetzt viel, ich habe ja viel im Voraus, sag mal, viel in den letzten Tagen die krasseren Keks und die New Generation gehört, sag ich mal so. Aber das ist auch wieder das Thema was ich ja letztens schon mal irgendwann angesprochen hatte. Diese Oldschool-Mucke, diese Oldschool-Hardstyle, dieser Sound hier, der wird unantastbar bleiben. Das ist unfassbar. Der gibt so einen geilen Vibe gleich und hat so einen geilen Rhythmus. Also wildes Make-up, müssen wir nicht drüber reden, aber das sind ja so Augenbinden, oder nicht? Das ist verrückt, das ist verrückt. Are you excited? Oh yeah. I'm asking you, are you excited? Just like I Ich finde auch, ne, Villain, wenn du den dann noch da reden hörst und dann seine Sprüche dazu, die kommen so geil mit dieser Musik. said before, this is your last chance, Defcon. Du siehst aber auch genau, wer ist von den beiden, ne? Ich lieb's auch, ey. So 60,000 weekend warriors, let's unite one more time.
Ich lieb's einfach, ne? Wild Styles bewegt sich hier auch schon ein bisschen so, ne? Aber Headhunters ist so dieses, ich finde, du merkst halt, der ist so dieser melodische Typ, der bewegt sich da die ganze Zeit so und hat immer seine Bewegung so drin, ne? Dieses Kopfwackeln ein bisschen, zack, die Arme, bam, bam, bam. Ey, ich liebe das. Aber auch crazy, wenn man sieht, wie die da alle angelaufen kommen, ne? Wo ist es hier? Jetzt hier unten rechts, wo meine Kamera ist. Crazy. We don't know how to fight it. We don't know when it'll come. Can't run. Can't hide. Can't pretend it's not here. Fight it. Come. Es gibt auch ein ganz anderes Feeling, wenn die Augenfarbe sich ändert, ne? Fight it. Can't pretend it's not here. Fight it. Come. Can't pretend it's not here. Fight it. Come. Oh. Can't pretend it's not here. Fight it. Come. Can't pretend it's not here. Project 1. Project 1. Project 1. Das haben sie aber auch. Hey, Real Talk, das haben sie gut gemacht, ne? So, dass die Leute immer mehr. Okay, gut, wir müssen einsteigen. Project 1. We don't know how to fight it. We don't know when it'll come. Ach, lol. Ich dachte mir gerade so, hä, was haben die denn da jetzt in der Hand? Can't run. Cool. Can't pretend it's not the end. Was ein Bild, ey. And something's always been there to try and destroy the world. We've beaten them back. But we're not dealing with them anymore. Hammer. We're dealing with the reason they exist. We're not ready. They're not ready. Can't pretend it's not here. The sound of the project is bringing out a primal force. And this is not something you can run from, because this is part of you. This is what you are born to do. Fight it. Come. Fight it. Can't pretend it's not here. Fight it. Come. Fight it. Can't pretend it's not here. Boah. Ey, das ist genau meine Musik, ne? Ich denke, ihr merkt's auch, ne? Ich kann gar nicht so viel pausieren, weil ich bin. Ich lande da gerade drin. So, es ist so dieses. Geil. Boah, geil. Diese geil. Es sind halt auch coole Bilder. So, wenn die Jungs da stehen mit ihren Fackeln.
Sind das Bengalos? Bengalos sind das, glaube ich, nicht, ne? Und einfach nur Fackeln. Ähm, Bro, aber diese Musik, Junge, weiß ich nicht, die macht irgendwas mit mir. Ich bin ja sowieso dieser melodische Typ mehr. Klar, im Hardstyle, diese Kicks, darum geht's, um diese Craziness. Holt mich natürlich auch alles ab. Aber dieses melodische davon, uh, äh, manchmal habe ich das Gefühl, ich bin zu spät dran, ey. Oh, you know this. Oh, you know this. I love it. I love it. Wow. Goddamn, this brings up. Die Bühne kann ja doch was, ne? Das ist halt die Sache. Die kann ja was. Aber irgendwie so dieses, weiß ich nicht, dieses Gesamtbild, irgendwie ist das auch ein bisschen zu wenig, so, ne? Memories, right? Perfect memories. And we're gonna relive that right here at the closing. Together with Project One. Aber auch cool zu sehen, wie da alle so mittanzen, ne? Das macht halt so richtig Spaß. Es ist halt wirklich dieses Tanzen. So, wie gesagt, ey, ich mag das, ich mag das. Oh, fuck it. Here we go again. We need to get some more of this. Projects. Oh. You desire. Da würde ich aber auch so hängen. Deswegen, das ist ja auch immer noch mal mehr so dieses Ding bei mir, ne? Sobald dieser Oldschool Hardstyle kommt oder ne, die Art von Hardstyle, dieser melodische, finde, da hast du viel mehr Gefühle drin. So, da fängst du auf einmal viel schneller an zu heulen. So, weil, ne, es ist dieser geile Sound, der sowieso schon so schön klingt und so geil klingt. Vielleicht realisierst du dann so, boah, ey, geil, ich bin beim Defcon oder irgendwas, ne, hittet auf einmal extremer. Oder halt die Tatsache, dass du halt einfach wirklich, ne, da bist, die Jungs siehst. Geil. Einfach nur wahnsinnig geil. Can be one. It exists. It is real. It is possible. It's yours.
Geil, ey. Das hat nicht so einen geilen, schönen Rhythmus, ne? Nothing is as powerful as an idea whose time has come. Da muss ich aber auch dazu sagen, ne? Früher habe ich gesagt, das ist mir zu hart. Okay. Jetzt denke ich mir, Alter, dieses geile, softere Hardstyle holen wir ja vollkommen ab. Das ist so wahnsinnig. Halleluja. Geil. All my life, I've had Clap, clips of clap, cool clap, down. clap, 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 clap. Now, I'm like the arrow that springs from the bow. No hesitation, no doubts. The path is clear. Boah. Ich habe mich gerade wieder neu verliebt, ne? Ich habe mich gerade wirklich wieder neu verliebt und ich rede jetzt hier nicht von irgendeiner Frau, die ich da gerade gesehen habe, sondern wirklich von diesen Hardstyle-Kicks, ne? Ey, das ist Liebe. Das ist einfach Liebe. Look, they cannot be seen. Listen, they cannot be heard. Think, they are but an idea, but your mind became disturbed. They were gone, but not forgotten. Grieved, but not for death. And now that you are ready, Bro, ist das einfach so eine grieved. Was ist denn das? Ja, einfach so eine, ach, wie heißt das denn? So ein Wellendachplatten. Das ist so verrückt, ey. Dass die aus diesen komischen Dingen so geile Sachen eigentlich machen. Und im Ganzen so crazy gut aussieht, aber wenn du wirklich genau hinguckst, dir denkst, Bro, Junge, das sind einfach irgendwelche rustikalen alten Sachen. But not for death. And now that you are ready, their time has come again. I want you to be that witness in this house tonight and feel what this music can do with you. Glaub mir, Willen, ich bin da gerade so drin. Ich bin so am Fühlen. Hammerhart, ey. Das ist auch verrückt. Ich weiß nicht, sieht man das vielleicht sogar? Das sieht man nicht. Meine Augen sind wohl ein bisschen errötet, aber mir läuft hier eine Träne, ist mir gerade runtergelaufen und hier kommt gefühlt nur eine. Und ich weiß gefühlt nicht warum. Wahrscheinlich, weil es wirklich so schön ist. The fire that can't be tamed, an invisible force that's so strong that you cannot see it, but only feel. And if you're not listening out there, just remember the name. Just remember the name.
Project One. What the fuck? Ist das geil, ey. Aber verrückt, wie viele da so diese Defcon-Sachen haben, ne? Ich finde, so bei den Sachen, die ich bis jetzt gesehen habe, oder ne, von den neueren Sachen, die ich gesehen habe, klar, du siehst die Ketten, du siehst ab und zu mal eine Cap, aber du siehst das nicht so krass wie hier zum Beispiel. Kann natürlich sein, dass sie hier auch wirklich alle rausgefischt haben. Aber hier hast du das ja viel mehr, ne? Hoodies, Hoodies, T-Shirts, Caps. Muss halt wirklich sagen, ne? Diese Caps bei Frauen sehen halt, boah, sehen so verdammt gut aus, ne? Aber ich find's halt auch mega geil, wenn du so diese Sachen anziehst. Genauso wie, ne, wenn du irgendwie so Merch hast oder so. Warum nur anziehen, wenn du nur zu so einem Event gehst oder so? Oder nur damit du es zu Hause hast? So wie jetzt hier in dem Fall, ne? So, dann holst du dir diese Defcon-Sachen vielleicht davor oder gerade da, wenn du da bist und dann einfach nur, um die zu haben. Und dann müssen die auch gerockt werden. Deswegen, da werde ich mir auch noch ordentlich zuschnappen, ey. Headhunters wird noch ordentlich Geld an mir verdienen. Defcon wird noch gut Geld an mir verdienen und. Oh, Junge. Das finde ich halt so ein bisschen schade, ne? Diese Trikots. Da würde ich mich halt mehr freuen, wenn das mehr machen würden. Ne? So ein geiles Trikot. Weil ein Trikot kannst du immer rocken. Im Sommer kannst du unter den Sachen rocken. Es sieht immer gut aus und ja, wenn du schwitzt, dann juckt das auch nicht viel. Bei den anderen Sachen ist halt so. Was war denn mit ihr los? We gotta worship this beautiful piece of music. Defcon? Can I get some noise out there? Was ein Legendenduo, ey. This is a test.
is a test. This is a test. This is a test. About this time, you're probably beginning to wonder what you're doing with all of this. And maybe it's time to really start and move. Okay. All the things that you are witnessing tonight are inevitable, no matter which road you choose. Because you cannot stop that thing that we planted deep inside of you. Project One. Check. Check. Junge, das sieht schon fucking geil aus, ne? Aber das ist halt die Sache. Ich glaube, das ist das, was mich so ein bisschen... Ja, was mich an der Bühne so ein bisschen stört, ne? Du hast dann... Gerade, wenn man das hier hat, jetzt wenn die Lichter aus sind, weiß ich nicht, natürlich, du hast diese Krabbe, aber bei den ganzen anderen neueren natürlich, hast du irgendwie viel mehr, weiß ich nicht, Aussagekraft oder sowas. Checkt ihr, was ich meine? Ich glaube, keiner checkt, was ich meine. Ich weiß selber noch nicht mal, was ich hier erzählen will. Das sieht das geil aus, ey. Geil. Crazy, Alter. Junge, du siehst halt gar nichts mehr von der Krabbe. Boah, scheppert das, ey. Ich finde halt crazy, ne, was diese Laser aus dieser Musik rausholen. Hilfe. Weil, ich finde, das hast du gerade nicht gemerkt, so dieses melodischere, also es ist ja immer noch so gut melodisch, ne? Aber durch diese Lichter und diese Laser, die du jetzt siehst, hast du auf einmal viel mehr Power. Diese Kicks ballern auf einmal gefühlt mehr. DEFCON? Look who's got you dancing now. Look who's got you dancing. Start now. We gotta start and move. Go! Start and move.
Junge, ey. Mm. Crazy, ey. Muss halt ehrlich sagen, die holen da so eine geile Show raus, ne? Die holen da Real Talk so eine geile Show raus. Aus aus allem hier. Aber bei manchen Songs, ne? Und das jetzt nicht falsch verstehen. Aber bei manchen Songs, wenn du den Anfang hörst und du siehst die Jungs da, ne? Make-up, Roman. Also, wenn das in eine Kapelle oder so spielen sollte, da bin ich ganz ehrlich, ich wäre ganz schnell wieder aus dieser Kapelle raus. Man weiß nie, was da passieren würde. The awakening of energy. Air charged with electricity. Resonating deeply. Sending chills up your spine. Rise to a new level of ecstasy. Encounter the divine. Art of creation. Ey, bei dem Song, ne? Was muss das für ein geiler Vibe sein? Alleine, wie sich der aufbaut. Aber auch dann, ne? Dieser Drop. Ey, ich könnte nicht aufhören zu strahlen, ne? Ich würde da rumspringen und ich würde einfach nur lachen, ey. Art of creation. Hat so einen coolen Vibe an sich schon. So schöne Melodien, ey. Hilfe! Wow. Creation. Was sieht das schön aus, ne? Hammer. Also man muss ja wirklich sagen, die holen wirklich alles aus dieser Krabbe raus, ne? Junge, geil. Soll das Feuer da brennen?
ich lieb's einfach, ne? Du siehst diese Menschen, die halt wirklich drin sind, ne? Und ja, ich weiß, dass manche da natürlich auf irgendwelchen Substanzen sind. Da müssen wir nicht drüber reden, aber es ist ja genauso, es gibt genauso viele, das ist jetzt übertrieben gesagt, aber es gibt auch viele Menschen, die halt wirklich da stehen und einfach so sind, nüchtern sind und genauso fühlen. Ich bin der Meinung, keine Macht den Drogen, ganz einfach. Wenn ihr es machen solltet, do your shit, aber passt bitte auf euer Leben, aber auch nochmal mehr auf die aus eurem Umfeld, weil, ne, da bin ich ja sowieso immer der Mensch, der sagt, ey, macht, was ihr wollt, Hauptsache, ihr tut keinen anderen was zuleide. So, wenn ihr lustig drauf seid und alles, ist ja gut so, Hauptsache, ne, ihr versinkt nicht in der Scheiße und sowas. There's only one question remaining right now. And I want you to ask you. I want you to ask you in style. Junge, als wäre Villain dafür geboren. Motherfucking geboren für den Scheiß. Diese Stimme, diese Melodie, die Project One da die ganze Zeit spielen, ne? So, da kannst du eigentlich Villain da die ganze Zeit hinsetzen und der haut dir da irgendwelche Sprüche um den Kopf, dass die dich motivieren und, die dich pushen und einen Scheiß. Das ist so wahnsinnig. Das ist, als wenn das gescriptet ist. Als wenn es einfach, also, irgendwo ist es ja gescriptet, ne? Aber als wenn es wirklich vom Leben vorhergesehen ist für Villain. DEFCON 1, did you have a good time this weekend? I said DEFCON 1, did you have a good time this weekend? Hammer, ey. Stand before them, and there is no beginning. Follow them, and there is no end. Stay with the Oh, you project, gotta move! You gotta move! with the one. Geil, ey. Boah, ich liebe Paddy dafür, wie der sich bewegt, ne? Ich liebe das einfach. So wie der immer zeigt, wie er seine Musik liebt, ne? Oder wie er dieses Hardstyle-Ding liebt. Nein, wie er seine Musik liebt. Ich liebe das einfach. Oder seine Project One Musik, sagen wir es so. Weil du siehst halt die Menschen, ne, die sind immer am Tanzen, am Freunde. Du siehst immer, die sind immer am Lachen bei den ganzen Songs. Die sind alle am Tanzen. So eine richtig geile Zeit, ne? Und dann siehst du Hedy da vorne. Whiteside ist ja so ein bisschen, ne, zurückhaltender, muss man ja wirklich sagen, ist ja auch okay. So, was aber auch normal wäre. Ich finde, wenn du Whiteside siehst, okay, bist du fein mit. Okay, der bewegt sich nicht so viel und ist okay. Nimmst du mit. Aber fucking Hedy, wie der sich dann da hinstellt und, ne, da am Rumspringen ist und einfach diese Musik fühlt, ich finde, das gibt dir nochmal so einen geileren Vibe, dass du dich noch mehr freust, da zu sein, ne? Ach, mein Gott. Wow. Wow. Stand before them, and there is no beginning. Follow them, and there is no end. Stay with the project. Da muss man wirklich sagen, die müssen die Augen, oder die hätten die Augen die ganze Zeit anlassen müssen, ne? Ob die Farben wechseln, ist natürlich mega geil, aber die hätten die ganze Zeit an sein müssen. Ich finde, wenn die nämlich aus sind, hast du so, dann verliert die ganze Bühne ihre Magie. So, und das ist, glaube ich, das, was mich halt so gestört hat.
sobald, ne, das aus war, da hattest du ja nur die Lichter und so. Weiß ich nicht, das war irgendwie komisch. So dadurch, dass du die Augen hast, hast du dieses versteckte Monster so mäßig oder so. Ja doch, ja jetzt, ja doch. Das ist das, was mich gestört hat. With the one. Und die sehen so geil aus, ey. Hilf! With the one. Ist das schön, ey. Let him who hath understanding reckon the number of the beast. Ich finde, das sieht auch mega geil aus, ne? Wie ich schon sagte, dieses Monster-Ding. So dadurch, dass du dieses Licht hast, sieht das so aus, als wenn das wirklich so in dieser Dunkelheit so ist. Let him who hath understanding reckon the number of the beast. Hab's gecheckt. Wie geil, ey. Oh. Was für geile Tracks, ey. Ich muss ehrlich sagen, ich lieb's, ne? Ich liebe alles an diesem Set. Ich liebe alles. Die Musik, die Jungs, so, ne? Du hast Hardstyle da, wie ich ja schon geredet habe, ne? So dieser Entertainer so und dieser Fühler-Typ, sag ich mal so. Und Whitestyle ist so dieser geile, ruhige DJ daneben. So wie du es auch brauchst. Du brauchst einen, der total ausrastet und einen, der da halt seinen DJ-Shit macht. Und ich lieb's da einfach alles dran. Ey, das macht beides Spaß immer anzugucken. Ob du Hedy da ganze Zeit zuguckst oder auch Whitestyle dann, ne? So, der einfach so, ne, sein Ding da macht. Geil. Woe to you, O earth and sea, for the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Woe to you, O earth and sea, for the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast. Ja, das ist so schlimm eigentlich, ne? Du guckst dir das an, bist voll in den Feelings und dann lächelt dich da so ein Riesenschwolleck an, ey. Halleluja, ey. Ich liebe ja die Festivals, aber das ist halt so crazy. Let him who hath understanding reckon the number of the beast.
Life beyond Ein anderes Ding, ne, was mir jetzt gerade so richtig auffällt, ne? Kann das sein, dass das es fühlt sich auch so an, als wenn Project One und dieses Bühnenbild so perfekt aufeinander abgestimmt ist, ne? Ne, diese Sounds, dann diese Laser und Lichter dazu, dann dieses Beasting und jetzt hier das, was haben die jetzt gerade gesagt? beyond Earth. Life beyond Earth. Das ist so wahnsinnig. Wie cool. Life beyond Earth. Junge, sieht das verrückt aus, ey. Universe. I wonder, are there any other worlds where the spark of life and intelligence burns? Is it possible that, as you look up at the same stars on a warm summer evening or a snowy winter midnight, and wonder if humanity is alone in the universe, at that same instant, someone else on a distant world is looking up at the same sky and wondering the very same question? Ach Mann, man muss die Menschen einfach nur leben, ne? Man muss da einfach nur leben, ey. At that same instant, someone else Wie er es on a auch distant mitredet, ey. world is looking up at the same sky and wondering the very same question? Holy shit. Bro hat 2 Handys.
Oh, wie geil das aussieht, wow. Hardest of warriors, you have been chosen under the orange sun, together in force. Verliebt mich immer, was heißt ich verlieb mich, ne? Aber ich mag die Bühne immer mehr. Aber es gibt halt so ein paar Punkte, wo es dann halt scheiße ist, aber so sieht's geil aus. Moving as one. Schau dir an, wie schön das zusammenpasst. Wow, ey. The call is primal, epic, and timeless. As a tribe, we dance to survive. Oh ja, Mann. I want to feel that untamable fire inside of you. Cause this is who we are. Con! Wie wahnsinnig muss das eigentlich sein, ne? Du guckst da als DJ runter, fühlst deinen eigenen Shit und siehst einfach Tausende von Menschen, die den Shit gefühlt noch mehr fühlen als du. Dann mit diesen Lichtern auch, ne? Weil natürlich, wir haben eine geilere Optik, aber ich glaube, wenn die runtergucken und du siehst dann dieses Rot und ne, diese Farben dann dazu, boah, ich könnte das als DJ gar nicht. Ich würd selber irgendwann in Tränen so ausbrechen, weil ich das so geil und schön finden würde. Hammer. Ich muss ehrlich sagen, ich feiere das richtig, dass sie da so buntes Feuerwerk hochknallen, ne? Passt so perfekt zu der Musik. Wahnsinnig, ey. Oh, Junge. Finde ich auch geil, dass sie die Augenaufnahmen so oft haben. Man stelle sich mal vor, die hätten auch mit diesem Orchester und Chording angefangen. Ne? So stellen wir uns jetzt einfach mal vor, Zephyr hat es jetzt durchgezogen, zack, hat die total Influence und die sagen, ey, das wollen wir auch machen oder mal machen.
Ey, das wäre ja voll das Ding gewesen. Weil das finde ich sowieso, das ist so ein geiles Ding ja sowieso von Zephyr. Aber hier, Project One hat ja auch so viele geile Lieder, die so darauf aufbauen könnten. Hammermäßig, ey. Hammermäßig. Wow. Aber so dieser Change? Mega. Komm, Jungs, komm. Die denken sich auch bestimmt nur so, ach kommt, jetzt machen wir euch mal wieder wach, jetzt seid ihr auch wieder da. Geil, ey. Bro, kommt mir das nur so vor? Oder hat Whiteside die ganze Zeit seine Augen zu? Das sieht halt wirklich die ganze Zeit so aus, als wäre seine Augen zu durch diese Binde und so. Ich kann eh nicht durchgucken, 100% hier nicht. Aber. Geil. Aber da merkst du so ein bisschen, ne, dass das Feuerwerk auf dieses Epische halt mehr eingestellt ist, sag ich mal, ne? Anstatt dass es wirklich mit dem Takt so ist. Wie es ja heute gefühlt immer der Fall ist oder sein muss, gefühlt.
Holy shit. Das sah crazy aus. Aber das meine ich, guckt euch das mal an. Ja, okay, natürlich. Jetzt geht's wieder, ne? Aber dadurch, dass du ja diese Schergen, und sorry auch an der Stelle, ne, dass ich so viel auf die Bühne gehe, aber es ist halt diese Sache, ich finde, du hättest so viel mehr aus der Bühne rausholen können. Die haben schon viel rausgeholt, so nicht, aber ne, alleine, dass sie die Augen drin gehabt hätten, wäre es halt geil gewesen. Jetzt im Dunkeln, natürlich kommt es auch noch viel geiler, gut. Ne, aber über den Tag halt, oder ne, so in der Dämmerung, wo es noch so hell ist, finde ich, hast du halt so viel Magie halt verloren. Jetzt natürlich dadurch, dass du so beleuchtest und diese Augen wegmachst, hast du nochmal dieses zweite Gesicht von dieser Bühne, finde ich. Weil es ja ganz anders auf einmal aussieht. And beauty that unites us all this weekend. Nothing less, nothing more. Cause DEF CON is where we do it for. Oh, wie crazy sieht das denn aus? Mit diesen Wellen. Stell dir mal vor, du haust jetzt einfach ab. Du denkst dir, okay, Thema ist durch, haust ab und dann kommen jetzt einfach nochmal 5 Minuten. Weekend Warriors. A decade ago, two fabled legends altered the order of the hardstyle universe. It marked the inception of a timeless creation that would reverberate through generations. What you behold, right here, right now, heralds a new era. For their time has come again. Release. Project One. Was geht denn jetzt ab? Aliens! Aliens! Those that stare into the abyss will see a perfect reflection of the universal mind, revealing the mysteries of space and time. They have died the death of stars to become one with the one. And so they were reborn, for the project must live on. Ich finde so verrückt, ne, was die auch, wie deep ihre Dinger immer sind, ne? Das, was geredet wird, aber auch ihre Musik an sich war ja schon immer deep, ne? Aber was geredet wird? Geil, ey. Da muss man ja echt sagen, ne? Wenn du weiter hinten stehst, hast du mehr vom Feuerwerk, ne?
died the death of stars to become one with the one. And so they were reborn, for the project must live on. Hammer. You cannot stop the thing that's Muss man wirklich sagen, ne? Manchmal sind die Leute mit dem Banger los, treffen die halt wirklich so eine richtig gute Zeit, die Scheiße zu zünden, ne? unstoppable. Cause their fire will shine bright in the fucking future. This is what unites us all. Ladies and gentlemen, this was Project The Legends. The Gods. Haben sie den Sound vergessen oder gab es ihn da noch nicht? Ja! Project One. Die Musik, die für die Ewigkeit ist. Ich finde, das merkst du einfach auch daran, ne, dass du halt diese zwei Legenden da nebeneinander stehen hast. Einfach fucking Wild Styles, der heute immer noch da ist und immer noch diesen Sound rausbringt, wofür ich ihn so unfassbar sehr liebe und wertschätze natürlich. Hedy, der Goat, also für mich natürlich der Goat, müssen wir nicht drüber reden. Hammermäßig. Geil. Ey, was ein geiles, warum lädt das die ganze Zeit? Was ein geiles Set. Ey, hat mega Spaß gemacht. Für mich war es auch nochmal, ja, auch gut, ne, so zu sehen, warum ich die Bühne jetzt nicht so gut finde, wie sie eigentlich ist. Weil gerade wenn sie dunkel ist, holst du ja nochmal ordentlich was raus. Aber trotzdem eine sehr geile Show. Geil, was die Jungs da abgerissen haben. Wie gesagt, diese Kombination aus den beiden finde ich mega geil. Ich fand Hedy ja schon immer so geil. White Styles habe ich ja nur bei Hedy da einmal kurz mitgesehen, wo die halt den Project One Song da performt haben. Aber so zum noch kein so ein Set gesehen. Deswegen da gerne eure Empfehlung in die Kommentare, was ich mir von White Styles am besten geben kann. Egal ob halbe Stunde oder Stunde Set, das juckt nicht. Da gucken wir einfach dann, ob es dann Samstag oder Sonntags kommt. Aber ich feiere White Styles ja so schon von seinen Songs her, deswegen wird sowieso geil. Ne, aber wie gesagt, ne, es ist halt dann so geil, wenn du dann so zwei hast, die halt, ne, wo der eine ein bisschen mehr abgeht als der andere. Natürlich, wenn beide abgehen, ist auch cool. Aber ich finde, wenn du so dieses Hin und Her hast, ist halt auch, oder ne, wenn du so diese zwei unterschiedlichen hast, finde ich das halt auch sehr, sehr geil. Ja, geiles Feuerwerk. Geile Crowd. Cool, dass sie so halt mitgeführt haben und dass hier auch so viel gezeigt wurde, ne? Da auch wieder ein dickes Shoutout. Shoutout an Q-Dance, die halt auch wieder einen geilen Schnitt geliefert haben. Natürlich, Kameraführung war zu der Zeit noch ein bisschen ausbaufähig. Aber ist es ja gefühlt immer. Ja. Aber nichtsdestotrotz war es ein mega geiles Set.
Project One hat unfassbar geile Banger, hat man hier wieder gehört. Und hat mir auch wieder gezeigt, dass diese Musik für mich persönlich unantastbar und unsterblich sein wird. Im Thema Hardstyle natürlich, ne? Oder generell so. Weil es ist einfach dieses wunderschöne melodische, du hast diese geilen Hardstyle-Kicks, die aber auch nicht zu crazy sind, die trotzdem dir so einen richtig geilen Vibe verschaffen, wo du dich geil zu bewegen kannst, ob du jetzt tanzt oder halt ein bisschen in der Luft steckst. Ja, wo du zu fühlen kannst. Mega geil. Deswegen, geiles Ding. Hat mich mies abgeholt. Ja. 1 Stunde 16. Ihr wisst, was es heißt. Hashtag Project One in die Kommentare, wenn ihr es bis hierhin geschaut habt. Dann sage ich vielen, vielen Dank fürs Durchschauen. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Reaction, was es auch immer sein wird. Es kann DEFCON sein, es kann irgendein anderes Festival sein. Es kann DEFCON 2018 sein, es kann 2025, 24, ja 25 vielleicht jetzt gerade in dem Moment nicht. Wegen halt Copyright-Geschichten, aber die ganzen anderen Jahre. Ja. Und dann sehen wir uns da irgendwo wieder und bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Verliert euer Lächeln nicht und dann vielleicht bis zum nächsten Mal.